Das sind die Showtrucks der Firma Heide Logistik, die überall für viel Aufmerksamkeit sorgen. Hier zum Beispiel beim Truck Grand Prix auf dem Nürburgring. In der Transportbranche ist diese Vielzahl aufsehenerregender Lkw mit individuellem Airbrush-Look nahezu einzigartig. 11 solcher Lastwagen befinden sich im Fuhrpark des Spediteurs Mario Bruns aus Niedersachsen. Er wird nicht müde, immer wieder für Überraschungen zu sorgen. Und das ist das neueste Projekt von Mario, das gerade bei Flastain Special Trucks BW im niederländischen Renswoude entsteht. Hier wird ein Scania S660 zum Hauber umgebaut. Die bullige Front lässt schon erkennen, dass dieser Lastwagen das Potenzial hat, vielen anderen Trucks einmal die Show zu stehlen. Das Projekt ist ein Geschenk, das Mario sich praktisch selbst zum 15-jährigen Firmenjubiläum gemacht hat. Ist ja ein kleiner Jungentraum. Zuerst Airbrush bei uns in der Firma. Der nächste Step wäre ein Hauber und jetzt habe ich mir den Traum erfüllt. Ich mag ihn eigentlich gar nicht hergeben. Einer von meinen Fahrern bekommt ihn und ja, es ist für mich ein Traum und für jeden Fahrer denke ich genauso. Ja, für uns kommt Scania eigentlich nur in Frage, weil wir haben hauptsächlich Scania im Fuhrpark und für mich ist einfach klar, dass es ein V8 werden sollte und dass wir dann auch einen Hauber zusammenbasteln. Dann kamen wir ziemlich schnell mit Flastain hier zusammen und die haben uns dann eine richtige Lösung hingestellt und ich bin begeistert. Nicht nur von dem Auto, auch von dem Know-how, was die Flastain hier an den Tag legen. Flastain Special Trucks BW hat sich nach dem Ende der Hauber-Serienproduktion beim Hersteller Scania einen Namen mit solchen Lkw gemacht. Während beim Hersteller selbst die Stückzahlen einfach nicht mehr ausreichten, nutzte das Spezialunternehmen aus den Niederlanden die Chance für diese vor allem handwerklich anspruchsvolle Nische. Verkaufsleiter David Middelmann und sein Team betreuen seither Kunden aus ganz Europa und setzen auf deren Sinn für Individualität. Wenn du so Umbau machst, das geht auch nicht mehr auf Band wie so bei einer Fabrik. Da wird ein Auto produziert eigentlich in einem Tag. Die fangen morgens an. Aber mit solchen Autos bauen, alles was wir bauen natürlich, ist alles auch viel Handarbeit. Kundenwunsch, ich wollte gerne das. Naja, machen wir auch, machen wir fertig. Ja, auszeichnen. So, da kommt auch viel Handarbeit und das geht ja auch nicht in Produktion. Das geht nicht. Wir bauen ungefähr 13, 14 Stück pro Jahr. Mehr geht es auch nicht. Wir sind ja 11 Wochen mit einem Auto ungefähr gegangen. 2 Mann drauf. So, ja, kannst du ja nachrechnen, aber das ist ungefähr 13, 14 Stück pro Jahr. Auftraggeber für die aufwendigen Einzelstücke sind meist kleinere Speditionen, die sich ihren Sinn für das ganz Besondere bewahrt haben und damit auch ihre Fahrer motivieren wollen. So wie eben Mario Bruns. Bei dem 50-jährigen Spediteur schlägt die Leidenschaft für einen echten V8-Motor noch durch. Mit stolzen 660 PS und 13 Litern Hubraum. Also für mich war klar, dass es ein V8 wird. Für mich ist auch klar, dass ein V8 deutlich langlebiger ist wie ein normaler rein Sechszylinder. Und von daher bin ich echt, ich bin überzeugt von V8 und auch von Scania. Und von daher haben wir uns auch für Scania entschieden. Selbst wenn der neue Scania von Mario Bruns noch nicht auf der Straße unterwegs ist, das Thema Sicherheit ist auch bei einem Hauben-Lkw von großer Bedeutung. So erfordert die mächtige Front vom Fahrer eine Eingewöhnung und bedeutet am Ende vielleicht auch weniger Übersicht. Aber auch daran wird bereits gedacht. Sicherheit spielt eine große Rolle, auch bei den beiden Kamerasystemen, die bei jedem Hauber von Flastain Special Trucks serienmäßig eingebaut werden. Deswegen haben wir in der Front eine Kamera installieren lassen, sowie 2 Kameras auf der Beifahrerseite und hinten am Heck, sodass wir eine 360-Grad-Übersicht haben. Das finde ich gerade beim Hauber ist absolut wichtig, was auch ganz klar Sicherheit widerspiegelt. Ein Jahr lang hat der Geschäftsführer von Heide Logistik alleine auf den klassischen S660 warten müssen. Wie überall die Lieferzeiten.
Und dann noch die monatelangen Umbauarbeiten bei der Firma Flastain Special Trucks in den Niederlanden, womit der neue LKW aber auch noch lange nicht fertig ist. Später soll der Scania als Tandemhängerzug unterwegs sein und Kühlfracht transportieren. Lastwagen und Besitzer sind in jedem Fall zwei ganz besondere Exemplare. Dann ist das Fahrzeug von innen noch fertig zu gestalten. Und dann kommt noch bei Schmitz der Auflieger bzw. der Kofferaufbau. Die Kühlmaschine muss passend geliefert werden. Und ja, der Tandemachser im Endeffekt nachher genauso. Ne? Das dauert alles seine Zeit, weil es eine Maßanfertigung ist. Wenn du so ein Auto bauen lässt hier oder kaufst, ja, dann musst du schon ein bisschen verrückt sein. Ja, und dann, ja, aber wir bauen auch mit Gefühl. Die Jungs bauen hier mit Gefühl und da passt die Kunde auch bei. Natürlich bekommt der neue Hauben-Scania am Ende noch den passenden Airbrush-Look. Viele Gründe also, weshalb Eurotransport TV auch zukünftig über dieses neue Unikat von Heide Logistik berichten wird.